Wenn wir uns den Kapitalismus vielleicht als einen Sound vorstellen, gilt es überall Löcher reinzuschneiden. Ihr wolltet, dass wir uns mit politischen Utopien beschäftigen. Tobi hat eine und den treffe ich jetzt. Willkommen in der Liebermensch-Gemeinschaft. Hallo. Hi, bist du Tobi? Ja, hi. zu sehen. Steffi, hi. Wie schön, dass du da bist, steht hier gleich. Hier fühlt man sich doch super willkommen. Wie viele Leute wohnen denn eigentlich hier? Ja, so 10 plus minus ein paar hier. Wie unterscheidet sich so dein Leben jetzt auf den ersten Blick von meinem? Wir haben so eine gewisse Wertebasis. Der Raum hier ist vegan zum Beispiel. Er ist drogenfrei, also bis auf Kaffee. Aber Alkohol zum Beispiel, Tabak oder andere Konsumgüter, die irgendwie Drogen sind hier nicht so gerne gesehen. Wir haben hier beispielsweise auch einen Gemeinschaftsschrank. Okay, und wie funktioniert das jetzt hier? Im Grunde funktioniert es so, dass es zwar Menschen gibt, die noch so auch kleinere Kommoden für sich selbst in Anspruch nehmen, aber der größte Teil eigentlich gemeinschaftlich genutzt werden kann. T-Shirts, Hosen, Röcke und halt noch viel weiteres so an Jacken und was auch immer noch alles genutzt werden muss. Ich habe halt irgendwie meine kleine Unterhosenbox und meine Strümpfebox, aber viel groß mehr nicht. Und dann, wenn ich merke, cool, der Rock, der gefällt mir irgendwie, dann ziehe ich den Rock gerne an. Wir haben 40 bis 70 Kleidungsstücke, die wir pro Person, pro Jahr neu konsumieren. 12 bis 14 Kilogramm Stoff entspricht das. Wir nicht alle irgendwie einen riesen Schrank, weil das ist ja normalerweise wahrscheinlich so eine Größe, die eine Person alleine für sich hat. So im Durchschnitt vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Und wo ich dann denke, hey, wieso? Können wir da nicht einfach Vorhandene sinnvoll nutzen und gemeinschaftlich viel besser kollektiv uns organisieren? Heißt solidarisch auch, dass du dann irgendwie mehr abgibst oder mehr auch an andere denkst? Das kann es auf jeden Fall auch heißen und soll das meines Erachtens nach auch. Wir haben aktuell für 12 Milliarden Menschen genug zu essen. Bei 8 Milliarden Menschen, die wir alle höchstens gerade sind, blieben noch 4 Milliarden Menschen zu ernähren locker möglich. Und trotzdem hungert knapp 1 Milliarde Menschen. Und jetzt wäre doch die Frage, wie schaffen wir nicht weiter Nachfrage, Wachstum und so weiter und so fort, sondern nutzen einfach das, was weggeworfen wird. Ja, ich gehe schon mal so zielstrebig hin, weil wir haben uns hier netterweise schon... Ah, das steht schon bereit. Ja. Okay, soll ich irgendwas tragen? Genau, machst du die mit? Ja. Und wo gehen wir jetzt raus? Wir gehen an der Kasse einfach raus, sagen noch Hallo. Ja, dann herzlichen Dank und schönen Tag noch. Euch auch, danke. Danke, tschüss. Also gehst du irgendwas noch einkaufen oder kaufst du gar nichts mehr? Ich kaufe gar nichts mehr ein. Also die einzige Ausgabe, die ich habe, ist halt solidarisch 500 € für die Warmmiete als Beitrag. Genau, weil ich es gerade habe einfach. Gibt es in deiner Utopie oder in deiner Wunschwelt eigentlich überhaupt noch Supermärkte? Ich glaube, es bräuchte sie nicht. Es bräuchte im Grunde nur Verteilerpunkte, wo Menschen sich ihr Obst, ihr Gemüse, ihr Holz oder was auch immer noch abholen können. Der Verteiler. Genau, der Was Verteiler. ist das? Im Grunde kommt hier das hin, was wir auch selbst gar nicht mehr essen können. Hier sind noch ein paar Radieschen drin und Rosenkohl. Wer genau kommt jetzt hier und holt sich Sachen ab? Also vor allem NachbarInnen, die so in der Umgebung irgendwie sind. Dann posten wir das aber über die sozialen Medien, sodass Menschen wissen, hier liegt gerade was. Du sagst jetzt auch NachbarInnen. Machst du ja sehr bewusst, oder? Es geht so ein bisschen in das Solidarische mit rein, weil im Grunde wir in einer patriarchalen Gesellschaft noch immer leben. Und die Frage ist, wie können wir versuchen, da mehr Gleichberechtigung und Menschen anzusprechen, um einfach auch die Menschen, die sich vielleicht nicht Mann und Frau zuordnen möchten, mit zu benennen. Du benutzt auch immer sehr viele sehr positive Verben. Du sagst nie müssen, ist mir schon aufgefallen. Wir können jetzt gleich den Salat putzen. Ich glaube, sobald das dürfen oder können oder möchten zu einem müssen, sollen oder wie auch immer wird, dann ist da Zwang drin und da habe ich keinen Bock drauf. Wenn du ein Fan der Freiwilligkeit bist, wie hältst du das dann mit Parteien, die zum Beispiel einen vegetarischen Tag in der Woche verlangen? Ich halte allgemein nichts von irgendwie von oben herab, ökodiktatorisch irgendwas erzählt und durchgesetzt. Per Gesetz vielleicht noch verordnet. Es geht eher darum, im Bewusstsein der Menschen von unten heraus zu gucken, okay, wie kann ich anders mein Leben gestalten? Was wäre denn dein Lieblingspolitisches System? Wieso braucht es ein politisches System? Das wäre doch die spannende Frage. Können wir nicht versuchen, frei von Herrschaft, also vielleicht eher anarchistisch uns zu umgeben? Na, aber wenn wir jetzt mal eine sehr praktische Frage nehmen. Die Bundesrepublik Deutschland hat auch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Das ist ja eigentlich ein ganz schönes Prinzip. Es gibt ja auch irgendwie manchmal ein paar böse Leute. Ja. Wie gehst du denn mit denen um, wenn es eine Anarchie gibt? Genau. Erstmal möchte ich klar machen, dass die Herausforderung schon mal ist, dass wir überhaupt Nationen haben und Staaten. Und die zweite Frage dann, wie gehen wir mit Menschen um, die irgendwie destruktiv vielleicht handeln? Also aktuell sperren wir sie einfach weg, in Kneste. Endlich sind sie sanktioniert und hoffentlich kommen sie dann besser raus als vorher. Das stimmt eigentlich nicht und glücklicherweise merken wir immer und immer wieder. Foucault konnte damals sagen, naja, eigentlich sind Kneste die Universitäten des Verbrechens, weil da erst geschult wird wirklich, wie Kriminalität funktioniert. Weil zu Beginn es meistens nämlich Eigentumsdelikte sind. Das ist ganz spannend. Es gibt einen Unterschied zwischen arm und reich. Wenn der
Reiche wird nie auf die Idee kommen, irgendwie Essen stehlen zu müssen. Das also mal klar zu machen, ist doch ganz spannend. Und klar wird es da Menschen immer noch geben, die irgendwie destruktiv handeln. Aber ich glaube, wenn wir da angekommen sind, erstmal haben wir viel geschafft. Wie lange wohnst du schon hier? Seit September. Und wie bist du darauf gekommen? Ich habe Tobi mal eine E-Mail geschrieben, weil ich hier ein Praktikum machen wollte. Ja, dann war ich hier so 2 Wochen Teilzeitaktivistin. Und genau. Also statt ein Praktikum zu machen, bist du gleich hier eingezogen. Gibt es eigentlich irgendjemanden hier, der auch so einen 9-to-5-Job hat und irgendwo hingeht oder gibt es das nicht? Also studieren gibt's. Aber ansonsten hat kein Mensch hier einer fremdbestimmten, sinnentleerten Lohnarbeit nachgehend. Also im Grunde ist das hier sozusagen der Raum, den wir uns jetzt gerade zu dritt teilen. Kollektivzimmer heißt, das ist das Zimmer, in dem ihr schlaft. Genau, ja. Wir haben jetzt hier auch so eine Sonne gemacht, aber da sind wir auch gerade erst dabei. Komm rein oder ich brauche Ruhe. Oder Und was ist das hier? das sind so verschiedene Briefe, wo Menschen sich gegenseitig irgendwelche... Ah cool, ich habe ein Bild bekommen. Irgendwelche Briefe schreiben können, wenn sie Lust haben. Und hier steht, I like kuscheln. Heißt es, ihr kuschelt da auch alle zusammen? Wenn Menschen Lust haben zu kuscheln, können die das gerne machen, können auch lesen, tanzen oder was auch immer. Passt das gerade für dich, Nadine? Ja, herzlich willkommen im Coworking Space. Und an was arbeitest du gerade zum Beispiel? Wir hatten hier eine Yogalehrerausbildung, genau, und ich habe die so ein bisschen geleitet oder die Räume kreiert und jetzt kreiere ich gerade die Theorieprüfung. Okay, wir lassen euch wieder weiterarbeiten. Hier arbeitet kein Mensch. Der Arbeitsbegriff ist sehr kritisch zu sehen. Genau, und hier haben wir unser good old Telefon, was wahrscheinlich so alt ist wie das Haus, aber dummerweise nicht Telefonkonferenz geeignet ist, weil es keine Raute-Taste gibt. Ihr habt hier auch so einen Gemeinschaftsplan, Anti-AfD-Demo in Koblenz. Was macht ihr da? Du gibt halt einige, die dann die Priorität darauf setzen, zu sagen, hey Leute, das kann nicht sein, dass ein unglaublicher rechter Ruck in der Gesellschaft da ist und da auf jeden Fall was gegen getan werden muss. Sei es eine Blockade, sei es in den Diskurs versuchen zu kommen. Blockade klingt jetzt aber nicht so solidarisch. Ich finde es sehr solidarisch, irgendwann mal auch zu sagen, Leute, das geht nicht weiter, weil das, was ihr da tut, unglaublich ekelhaft, unsolidarisch und unsozial ist. Und dann ist es super solidarisch zu sagen, ich möchte sozusagen versuchen, andere Wege zu gehen oder auch mal zu blockieren und zu sagen, so geht's nicht. Und was hast du da für Erfahrungen gemacht? Spannende. Meistens ist die exekutive Staatsgewalt gerne die weiterhin unterstützt und Menschen, die sagen, hey, uns ist irgendwie die Zukunft am Herzen liegend, mit sehr vielen Repressionen niederknüppelt manchmal auch. Also übersetzt, die Polizei hat euch weggetragen. Ja, oder weggeknüppelt oder was auch immer. Ja. Und dass du mit den Leuten von der AfD oder so gesprochen hast, das hat nicht geklappt. In anderen Aktionen ist das schon funktioniert, doch. Und fragst du die auch dann nach ihren Bedürfnissen, oder? Klar. Und die werden ja dann auch logisch, dass sie dann denken, okay, mir geht es angeblich so schlecht, dann liegt es daran, dass Menschen neben mir sozusagen vielleicht es gerade irgendwie vielleicht besser geht. Oder sie auf jeden Fall gerade reinkommen und mir was wegnehmen könnten vom großen Kuchen. Und denen dann klarzumachen, es geht nicht um den paar Krümelchen, sondern es geht nicht nur um den ganz kleinen Kuchen, sondern um die ganze Bäckerei und da mal versuchen, neue Wege zu gehen, ist ein längerer Prozess auf jeden Fall, weil die Menschen relativ vereinfachten Theorien aufsitzen und sagen, ach ja, so und so und so. Würdest du sagen, ihr seid eher links? Unbedingt. Was heißt das für dich? Im Grunde diesen 4 begleitenden Motiven zu folgen, was auch dann ökologisch links vielleicht meinen könnte, also ökolinks oder wie auch immer. Und gleichzeitig klarzukriegen, dass es nicht darum geht, zwischen Kapitalismus und Antikapitalismus einfach wieder eine Dualität aufzubauen. Der Antikapitalismus, der wird meistens assoziiert mit Kommunismus oder Sozialismus und dann haben alle gleich wieder Angst. Und deswegen versuche ich gar nicht in diesen beiden Binaritäten wieder zu denken, sondern sage, es gibt noch so viel drumherum, wie wir uns organisieren können. Umsonst ökonomisch, beitragsökonomisch, so wie wir es hier versuchen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht lange anfangen mit linke PolitikerInnen, die dann sagen, es soll Kommunismus herrschen oder Sozialismus. Du willst ja eh nicht in die Politik. Exakt. Dürfen wir das Tonstudio zeigen? Hallo. Und du hast hier auch ein Bett drin. Schläfst du hier auch, oder was? Ja, teilweise ja. Weil du so viel Musik machst? Ja genau, also Musik heißt immer so ein bisschen nachtaktiv und deshalb ist ganz gut, dass hier auch ein Bettchen ist. Ja, und dann sind auch immer ganz viele Leute von außerhalb hier, deshalb passt das, glaube ich, ganz gut, dass hier auch ein bisschen Musik gemacht wird. Ja. Ist ja das Song weltberühmt? Ja, jetzt erst.
Du hast gerade auch den Kapitalismus schon angesprochen. Bist du ein Feind des Kapitalismus? Ich bin auf jeden Fall kein Freund von Systemen, die ausbeuterisch und leidverursachend unterwegs sind. Und das ist der Kapitalismus ganz klar. Und wenn wir uns den Kapitalismus vielleicht als einen Zaun vorstellen, gilt es überall Löcher reinzuschneiden und andere Wege zu finden, wie wir uns anders organisieren können. Gibt es denn überhaupt gar keine Politiker in Deutschland, die du gut findest? Nicht, dass ich wüsste. Würde ich die SPD wählen, würde ich Kriegstreiberei, genauso wie die Grünen. Linke, gerade sich ein bisschen von abgesetzt, aber wenn wir Sarah Wagenknecht anhören, was macht die mit den Geflüchteten? Naja, wer nicht und so weiter und so fort, verwirkt auf sein Gastrecht. Hallo, Leute, geht es noch? Da will ich nichts von wählen, das ist mir ekelhaft. Du gehst im September gar nicht wählen. Es ist meines Erachtens noch nicht sinnvoll. Ich möchte hier und jetzt Verantwortung übernehmen, bedeutet wirklich, konkret zu sagen, es gilt jetzt, die Welt zu verändern. Ich glaube, das ist nämlich das große Problem, dass wir oftmals denken, ja, aber ich habe doch eigentlich mein Bestes gesagt. Ich arbeite halt ganz fleißig und ich wähle halt alle 4 Jahre. Das geringere Übel. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, denn nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Aber dann müsstest du doch wirklich selber einfach Politiker werden. Nee, eben nicht, weil die Systematik schon... Kannst. Nein, die Systematik an solches ist schon dumm. Es ist doch dumm, dass ich sagen kann, oh, es ist so tolle Ideen, jetzt wählt mich und dann werdet ihr dafür belohnt. Mich würde eh kein Mensch mit diesen radikalen Ideen wählen, was ich auch vollkommen verständlich finde, weil ich es auch von sich aus nicht sinnvoll finde. Wir haben noch was dabei, weil wir am Ende immer allen dieselbe Frage stellen. Und zwar, was ist eigentlich los mit dir in Deutschland? Boah. Schon ehrlich gesagt ganz schön eklig, diese Farbe alleine schon, diese Flagge. Für mich ist das Problem, dass wir alleine, was ist mit dir los überhaupt, Deutschland? Also so aufgeladen für mich persönlich, emotional, voller Patriarchat, voller Patriotismus, voller irgendwelcher anderen Ekelhaftigkeiten, wo ich denke, liebe Leute, lasst uns doch mal versuchen, globaler zu denken. Also ich kann einfach eigentlich nur sagen, Deutschland gehört weg. Also das ist so eine komische Konstrukt letztendlich. Sich klar zu machen, auch auf wessen Kosten diese 80 Millionen deutschen Menschen leben. Also wieder sich fragen, was hat denn mein Lebensstil mit dem Rest der Welt zu tun? Und wie kann ich versuchen, möglichst leidfrei und ausbeutungsfrei, ich bin als Mensch in einem Dilemma und richte immer Leid an, die Frage aber, wie gering kann ich das versuchen zu halten? Also, was sagt man jetzt nach einem Tag mit Tobi? Tobi hat natürlich sehr viele Ideen und da kann sicher auch ich was mitnehmen für meinen Alltag. Aber wir haben auch sehr mit ihm darüber gestritten, ob man jetzt wählen gehen sollte und über die Bedeutung von Demokratie. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie so ein Zusammenleben funktionieren soll ohne jegliche Regeln. Was sagt ihr dazu? Gibt es realistische Alternativen zum kapitalistischen System oder habt ihr eine ganz andere politische Utopie? Dann schreibt uns.